Ich habe eine weitere Gitarre gebaut. Das ist jetzt der zweite Gitarrenbausatz, den ich baue. Diesmal ist er nicht von Harley Benton, sondern von Rocktile. Und hier packe ich ihn aus. Da ist der Schaltplan, eine Anleitung. Dann haben wir das Schlagbrett in Rot, den Korpus mit allen Sachen vorgebohrt soweit, den Hals mit Griffbrett. Eigentlich ganz gut, muss man nicht viel nacharbeiten, hatte ich so das Gefühl. Seiten, Tonabnehmer, ein Kabel, verschiedene Mechaniken, Elektronik, ein Tremolo-Hebel, noch einen Tonabnehmer und die Tremolo-Platte. Da gehört es dann später rein. Ist etwas schwergängig, das da reinzudrücken, braucht man ein bisschen Gewalt, aber es soll ja auch drin bleiben. Und hier verschiedenste Schrauben. Die Kopfplatte muss man sich selber so hersägen, wie man es will. Ich habe hier das Ganze als Säge gesägt. Das Ganze ist nämlich gedacht als eine Gitarre für meinen Vater, der Holzgestalter ist und der kann natürlich Schreinern und solche Geschichten und ich nicht. Aber ich weiß mir zu helfen. Ich versuche hier mit dem Meterstab mir leichter zu machen, den Ansatz zu finden, um da reinsägen zu können. Also einfach einmal vorgezeichnet mit Bleistift und dann die Form so sägen, wie man es haben will. Hier mit der Zwinge habe ich es noch befestigt am Tisch. Und dann ging das eigentlich relativ leicht, so diese Form zu finden. Die muss nur danach noch schön abgeschliffen werden. Dass alles plan ist, glatt und dass die Kanten etwas abgerundet sind. Das ganze Schleifen dauert somit am längsten. Ich habe das mal alles sehr verschnellert. Während die vorherigen Videos alle so 8-mal verschnellert sind, ist das hier alles 24-fach verschnellert. Insgesamt lässt sich das Holz eigentlich ganz gut bearbeiten. Es ist irgendein ostasiatisches Holz. Deswegen kenne ich jetzt die Eigenschaften nicht so genau, allerdings war es ein deutlich festeres, härteres Holz als das, was ich für meinen Harley Benton Bausatz zur Verfügung hatte, wo man schon beim Anschauen eine leichte Delle reingemacht hat. Hier habe ich einen Schwamm genommen und damit die Beizfarbe aufgetragen, beziehungsweise die Farben, weil ich habe tatsächlich noch von einer anderen Gitarre eine dunklere Farbe gehabt. Da habe ich mir gedacht, da könnte man sowas Ähnliches wie ein Burst versuchen und außen ein bisschen dunklere Farbe nehmen. Aber ich habe die Farben zu oft aufgetragen und dadurch ist der Unterschied eigentlich relativ gering. Man merkt es nicht wirklich, dass es außen ein bisschen dunkler ist. Vielleicht bei hellem Licht. Genau, das habe ich vielleicht ein paar Mal zu oft gemacht, aber ich bin da auch noch am Üben, wie es am besten geht. Und nachdem ich das alles so hatte, dass es einigermaßen gleichmäßig eingefärbt ist, nach mehreren Schichten, habe ich es dann auch über mehrere Tage dann nochmal eingeölt. Ich glaube, gerade hier hat man am meisten Freiheiten, bei so einem Bausatz wirklich das zu bauen, auf was man Lust hat. Ich habe hier sogar dann noch eine weitere Säge aufgesprüht, in dem Fall ein Sägeblatt. Und auf die Rückseite hatte ich noch diese alte Form von meinem Kopf, die ein Freund von mir mal gemacht hatte für meinen Geburtstag, für ein Tiramisu, wo er dann so Kakao drauf gemacht hat. Und das habe ich da wiederverwendet als kleine Signatur hinten drauf. Das Griffbrett habe ich noch frisch eingeölt. Und dann geht's auch los. Die Anleitung selber ist nicht besonders gut, aber der Schritt ist noch relativ einfach. Das sind die passenden Mechaniken und Schrauben und Muttern sind da alle zusammen in einem Beutel. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ich stecke die da ein. Mache die Muttern auf der anderen Seite drauf. Ziehe sie erstmal mit der Hand fest. Zu fest sollte man die auch nicht machen, dass sich da alles irgendwie ganz fest reinbohrt ins Holz. Aber ein bisschen fester als ich es mit Hand hinkriege, dann doch. Deswegen habe ich auch gleich noch nach einem Schraubenschlüssel gesucht in der passenden Größe. Damit es zumindest so fest angezogen ist, dass das hinten nicht mehr ganz schlapprig ist und ich es in die richtige Position bringen kann.
Weil dann muss ich eigentlich nur noch die entsprechenden Schrauben reinschrauben. Da sind auch schon vorgebohrte Löcher. Die habe ich mal alle reingemacht, auch noch nicht ganz fest angezogen. Um es mir dann nochmal in Ruhe ansehen zu können, ob das alles soweit passt. Aber wie gesagt, dieser Schritt ist auch trotz der relativ schlechten Anleitung nicht so schwer. Die Anleitung ist deswegen schlecht, weil das eine Anleitung ist für alle verschiedenen Bausätze, die die haben. Also wird gar nicht speziell beschrieben, wie diese Gitarre zusammengebaut wird, sondern wie man eine Gitarre allgemein so zusammenbaut. Und da kann man natürlich ganz verschiedene Kopfplatten haben und dann wäre der Schritt auch ein bisschen anders. Aber das hat soweit ganz gut funktioniert. Und dann habe ich auch schon hier den Hals verschrauben können. Das war auch nicht besonders schwer. Hier die Deckplatte dran. 4 Schrauben. Auch da, auch wenn nirgendwo steht, welche Schrauben man verwenden soll, zumindest bei diesem Bausatz ist es relativ eindeutig, weil die Schrauben immer passend dabei liegen bei den entsprechenden Bauteilen. Und auch von der Größe eigentlich nur so Sinn machen. Ich hatte auch kein Problem, dass irgendwie eine Schraube gefehlt hat. Anders als bei meinem Harley Benton Bausatz, wo sie mir dann noch was nachschicken mussten. Mit der Zwinge habe ich den Hals vorher befestigt, um mal zu schauen, ob er auch wirklich gerade ist. Das hatte ich ja kurz außerhalb der Kamera gecheckt, nur nach Augenmaß. Was tatsächlich nicht schlecht gewesen wäre, wenn ich auch gecheckt hätte, wie gerade der Hals denn sitzt in der anderen Richtung. Weil ich habe das Gefühl, dass der ein bisschen zu steil drauf ist. Man kann das Ganze natürlich mit dem Halsstab alles ein bisschen nachkrümmen, aber ich hätte natürlich das ungekrümmte Gerade halt in einem gewissen Winkel gern schon gehabt. Deswegen ist das nicht so ganz ideal, da hätte man mit dem Schleifen ein bisschen besser hinkommen können. Hier das Schlagbrett setze ich da schon mal ein und schraube es auch fest an 2-3 Stellen für die Befestigung, dass es wirklich so sitzt, wie es nachher sitzen soll. Weil die Tonabnehmer, die würde ich gerne jetzt schon mal reinschrauben, um die Positionen von denen festzumachen und zu schauen, dass die genau passen. Nicht, dass ich am Schlagbrett nachträglich noch was machen muss. Hier war leider der Kleber ab, der hat nicht gehalten. Dachte ich mir, ist aber weiterhin nicht so schlimm. Ich habe es jetzt nicht festgeklebt. Ich glaube nicht, dass das rausfällt. Selbst wenn das irgendwann locker sein sollte und sich da selbstständig machen würde, wären da immer noch die Seiten da, die verhindern würden, dass das Ding einfach rausfällt. Ich habe das hier mal festgeschraubt. Da muss man sagen, das hat sich alles sehr komisch angefühlt. Das Holz greift da nicht so ganz. Also man kann da, wenn man das fest anzieht, dreht man auch gleich mal durch. Ich hatte hier auch noch nicht die Federn mit dran, die dafür sorgen, dass der Tonabnehmer dann, wenn man die Schrauben lockert, auch wieder ein bisschen rausgeht. Und ja, leider dachte ich könnte es so lassen. Nee, ich muss das Ding wieder rausschrauben, weil das Schlagbrett ist unter dem Griffbrett so ein bisschen drin. Und dann kriege ich es auch nur raus, wenn ich zumindest den vorderen Tonabnehmer lockere. So, jetzt kann ich die ganze Elektronik oder Mechanik hier verbauen. Das hier ist der Kippschalter für die Auswahl der Tonabnehmer. Dann haben wir das Potentiometer für die Lautstärke, für den Ton und ganz hinten ist die Buchse für das Klinkenkabel. Die haben alle so passende Muttern dazu, die habe ich hier mal handfest angezogen und später dann nochmal richtig mit dem entsprechenden Schraubenschlüssel, wenn ich ihn hatte, weil tatsächlich eine Größe hatte ich nicht, die hat nicht gepasst. Da musste ich dann wohl oder übel mit einer Zange ran. Hier ist noch die Masse, damit man da auch kein komisches Brummen hat. Den passenden Schaltplan für die Elektronik, den habe ich mir tatsächlich im Internet dann runtergeladen. Da steht dann wirklich alles, was wie wo zusammengehört. Tatsächlich ist es aber viel einfacher als auf dem Plan. Man muss nur eigentlich diese 2 Tonabnehmer ja verbinden mit der anderen schon vorgelöteten Sache. Also wie die anderen Sachen zusammengehören, ist gar nicht so wichtig, weil die sind ja schon verlötet. Auch da hätte eine wirklich passende Anleitung einfach nur für diesen speziellen Bausatz bestimmt geholfen.
Wo natürlich der Schaltplan war schon speziell, den habe ich im Internet speziell dafür runtergeladen. Aber ja, das würde besser gehen. Definitiv. Genau, hier bin ich gerade auf der Suche nach dem passenden Schraubenschlüssel und habe ich leider die richtige Größe nicht gehabt. Und ja, im Vergleich zu dem doch recht einfachen Hallibenden-Bausatz, wo man die Sachen nur per Steckverbindung einfach zusammenstecken konnte, musste ich hier tatsächlich löten und das habe ich noch nie gemacht. Deswegen ist das auch eine größere Herausforderung für mich, das erstmal hinzubekommen. Eigentlich nicht schwer, wie gesagt, das sind genau 4 Stellen, die verlötet werden müssen. Aber man muss das erstmal so ein bisschen rausfinden, wie das geht. Ich habe hier was untergelegt, damit ich nicht aus Versehen irgendwie Lötzinn auf die Gitarre bekomme. Ja, den Dreh habe ich auf jeden Fall noch nicht raus. Hat ein bisschen gedauert und dann beim dritten Anlöten bin ich auch leicht abgerutscht und habe mich gleich mal ein bisschen verbrannt, was natürlich sehr ungeschickt ist. Man sieht es später, da habe ich dann ein kleines Pflaster auf dem Daumen, auf dem rechten Daumen. Was auch ein kleines Problem war, es gab dann einen Wackler, ich hatte eine Lötstelle wohl nicht gut genug gemacht. Und das ist mir dann erst zu spät aufgefallen. Ich muss das Ganze nochmal aufschrauben, die Lötstellen nochmal ein bisschen verbessern, und es auch wirklich funktioniert. Also der Trick wäre eigentlich, jetzt in dem Moment das Ding an den Verstärker anschließen, mit einem Schraubenzieher so ein bisschen auf die Pickups drauf machen oder einem anderen Metallgegenstand, dann hört man so ein Klopfen. Und dann würde es gehen. Das habe ich gemacht, jetzt nicht hier im Video, aber kurz danach. Und es hatte funktioniert, allerdings wenn man den Schalter ein paar Mal betätigt hatte, irgendwas hat sich da gelockert und dann war es nicht mehr ganz sauber. Hier musste ich gucken, dass die Kabel auch wirklich alle drunter sind und nicht irgendwie jetzt eingeklemmt werden unter dem Schlagbrett. Das wäre nämlich ein bisschen blöd. Aber ja, das geht dann doch ganz gut. Kann auch sein, dass ich dabei irgendwie an dem Kabel ein bisschen gezogen habe und da die Lötstelle irgendwie leicht angerissen habe. Locker war nichts, aber anscheinend war der Kontakt nicht gut genug. So. Diese Schrauben muss ich später alle wieder runter machen, aber ja, kein Problem. Auch die nicht zu fest rein, da ist ja kein Zug drauf oder sowas, einfach nur zum Befestigen. Da sind genügend dabei. Ich habe auch genügend Schrauben und alle in der richtigen Größe. Und hier kommen wir zum zweiten größeren Problem, was dieser Bausatz hatte. Die Brücke, die vorgebohrten Löcher sind minimal zu weit auseinander. Und das bedeutet, wenn ich hier die Brücke aufsetzen will, dann passt sie nicht. Und ja, hier versuche ich es und es klappt nicht. Gehe nicht rein. Ich habe dann einen wieder rausgezogen erstmal, geguckt, ob die so passen. Ich habe dann tatsächlich mit einem Schleifpapier die Löcher nach innen erweitert. Zur Mitte hin. Und zum Glück hat das gereicht. Ich hatte schon Befürchtung, dass ich hier alles nochmal zumachen muss und die Löcher neu bohren, wo ich nicht das Equipment dazu gehabt hätte. Aber nach ein paar Versuchen hat es dann doch ganz gut geklappt. Ich habe auch geguckt, dass ich die mit dem Hammer vielleicht so ganz leicht schräg reinmache oder so, aber nee. Einfach ein bisschen die Löcher schleifen. Dann hat es ein bisschen Spiel, sollte natürlich nicht zu locker sein, da hatte ich Glück, dass es gerade noch so geht. Dann hier die Tremolo-Platte anschrauben. Das geht ganz gut, das sind einfach 6 passende Schrauben dabei. Wie gesagt, den Tremolo-Hebel einstecken, ist mit ein bisschen Gewalt verbunden gewesen, aber irgendwann hat es dann Klack gemacht, der war drin. Man muss aufpassen, der ist an so einer Schraube dran, das heißt, wenn man sie dreht und diese Schraube sich mitdreht, dann dreht sich das Ding dann langsam aus der Platte raus und dann ist es locker drin. Und dann muss man im Zweifelsfall das entweder wieder blind von innen anschrauben oder nochmal aufmachen und nochmal festmachen. Hier habe ich einen uralten Handbohrer von meinem Opa. Der ist ideal hier, um diese Löcher vorzubohren.
Da ist so eine kleine Halterung vorgesehen, die die Seiten nach unten drückt. Und dann sitzen die besser und sind da abgesichert. Das Problem ist auch hier, da ich keine passende Anleitung für dieses Modell habe, oder die existiert nicht, wo diese Löcher hingehören, sagt einem keiner. Ich habe da mal im Internet nachgeschaut, wo andere ähnliche Modelle diese Löcher haben, diese Seitenhalter. Und ja, dann eben an der Stelle vorgebohrt. Und das ist ein bisschen fummelig, das hinzumachen. Das sind ja 3 Teile. Da ist ein kleiner Abstandshalter, dann so ein bisschen breitere Platte und dann eine Schraube, die rein muss. Und das ist etwas zickig, das anzuschrauben. Aber durch das Vorbohren ging es dann doch ganz gut. Wenn ich das nicht hätte, dann wäre es noch deutlich komplizierter geworden. Aber so ging das ganz gut. Die Seiten alle da einfädeln. Und dann ist eigentlich nur noch die Befestigung für den Tragegurt wichtig. Das ist dann auch noch so etwas speziellere Schraube mit einem Stückchen Filz noch, dass es nicht zu hart da anliegt, an 2 Stellen. Die ließen sich super einschrauben, gar kein Problem. Hier habe ich dann noch die Seiten zurechtgestutzt, dass die nicht so stark überstehen. Und dann den passenden Gurt hier angebracht, mit so einem Zickzack-Motiv, was zu der Säge passen soll. Und hier gesichert noch mit so kleinen Gummischeiben. Und so sieht das Ganze dann aus. Und so klingt's. Wir haben jetzt hier nochmal ein paar Tonbeispiele über meinen alten PV-Amp. Erstmal der Neck-Pickup. Ton und Volume voll aufgedreht. Dann beide Pickups. Dann der Bridge Pickup. Dann mal den Tonregler ganz nach unten, dass es sehr dumpf klingt. Beide Pickups. Und der Bridge Pickup. Das Ganze noch verzerrt, wie der Ton wieder voll aufgedreht und das Ganze nochmal mit komplett runtergeregelten Tonregler. Das war also mein zweites Abenteuer in die Welt des Gitarrenbauens. Ich habe viele Fehler gemacht, aber auch viel gelernt und bin mit dem Ergebnis eigentlich ganz zufrieden. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht es gut. Ciao.